Willkommen an Tag 3 und wir starten mal direkt mit dem Highlight. Da ist der Teil, der keine Wolke, schneebedeckt. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Ich hoffe, ihr könnt es auf der Kamera genauso schön erkennen wie wir. Und das ist auch die Richtung, in die wir heute gehen werden. Wir werden hier an dem nördlich gelegenen Flughafen von Teneriffa vorbeilaufen und dann zum kleinen Ort La Esperanza gehen. Dort ist ja der eigentliche Startpunkt des GR 131, der die Inseldurchquerung markiert. Das TARP hat heute Nacht gut funktioniert, unsere erste A-Frame-Nacht. Naja, manche von euch werden lachen, für uns war es schon kompliziert genug, aber wir haben es geschafft. Und es war auch trocken genug. Hier packen wir noch unsere Sachen zusammen. Und genau da hinten im Osten ist jetzt gerade die Sonne aufgegangen. Die kann ich euch sehr wahrscheinlich aber nicht zeigen, weil da die Bäume sind. Ja, nee, also da hinten irgendwo, ne? In diesem Sinne, bis gleich. Tschö. 9 Uhr, wir sind wieder on Trail. Wir laufen jetzt wieder diesen Weg zurück, den wir bis zum Aussichtspunkt zum Mirador genommen haben. Und treffen dann jetzt, so in 20 Minuten, denke ich, wieder auf unseren ursprünglichen Weg. Und dann geht's ganz grob in Richtung La Esperanza. Yes, dafür gibt's eine 1 mit Sternchen. Fragt ja auch niemand, wie so ein großer Mann hier durchs Dickicht kommt. Manchmal auch auf allen Vieren. Das war anstrengend. Also einmal über den ganzen Berg drüber. Ich würde sagen, da gibt es zum Frühstück erstmal Magnesium. Genau. Geil. Boah, wie schwere Beine jetzt. Krass. Junge. Das war aber auch so steil hoch. Auf jeden Fall sehen wir hier schon den Flughafen und den müssen wir auf der rechten Seite entlang quasi queren. Also wir laufen nicht über den Flughafen, sondern rechts daran vorbei. Und dann hoffe ich ja ganz stark auf 1 bis 2 Bocadillos, Tapas und Coca-Cola. Und da hinten sieht man übrigens Gran Canaria. Ja, die schöne letztes Kontur. Jahr von links nach rechts gelaufen. Genau. Nice. Weiter geht's. It's gonna turn. First you build a dream up just to watch it burn. It's easier to settle for the change. Take a few scraps and just walk away. Man muss auch einfach mal durchziehen. Ist nicht schön, ist Straße mit viel Verkehr, über die Autobahn drüber. Aber das müssen wir so machen. Das ist die einzige mögliche Verbindung zwischen dem Anaga-Gebirge und La Esperanza, wo offiziell ja der GR 131 startet und wir dort dann auch in die schönen Kiefernwälder eintauchen werden. Deswegen müssen wir durch. Schnell noch im Super Dino was gekauft, Flasche Wasser, 2 Snickers.
So kannst du es doch leben lassen. Das ist Esperanza, der offizielle Start des GR 131. Und hier beginnt jetzt der zweite Wegabschnitt für uns. Rein ins nächste Gebirge, in die Kiefernwälder. Wir freuen uns schon sehr auf abwechslungsreiches Terrain. Es geht natürlich erstmal auch wieder steil bergauf. Wie sollte es anders sein? Aber das sind wir mittlerweile gewohnt. Die Beine können es schon gut ab. Und dann sagen wir, ab dafür. GR 131. Heute Straßentag. Oh Mann. Hört nicht auf. Hört einfach nicht auf. Aber bald. Bald sind wir im Wald. So habe ich mir den GR 131 aber nicht vorgestellt. Ganz schöne Schlammschlacht hier. Wahnsinn. Ich frage mich, ob das immer so ist oder ob das jetzt was mit dem Sturm aus den vergangenen Wochen zu tun hat. Matsche, Matsche, Matsche. Aber Meter machen können wir heute. Das erste Mal. Das tut auch mal gut. Einfach mal ein bisschen Kilometer in die Beine laufen. Naja, das Gefühl, man kommt gar nicht von der Stelle. Irgendwie knallt es hier die ganze Zeit. Entweder schießt jemand oder macht schon Silvesterknaller. Das ist irgendwie ein bisschen komisch hier alles. Wir haben jetzt gerade Wasser aufgenommen an dieser Picnic Area. Das wäre, oder das ist auch der Bereich, wo wir für heute Nacht die Genehmigung haben, dass wir da bivakieren können. Allerdings ist da gerade eine Horde Jugendlicher aufgetaucht, die da heute scheinbar campieren, feiern oder was auch immer. Die sind schon mit einer ordentlichen Lautstärke angereist. Und hier ist auch super viel Verkehr. Ständig kommen hier Autos lang, laute Mucke und diese Schießerei. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, weiterzugehen. In erster Linie halt aber auch wegen den Jugendlichen, die heute Nacht scheinbar einiges vorhaben. Und wir müssen jetzt einfach gucken, bis wohin wir es schaffen. Wir haben noch ein bisschen Tageslicht. Die Sonne ist auch wieder ein bisschen rausgekommen. Und dann suchen wir uns jetzt einfach noch ein schönes Plätzchen für die Nacht. Ja, ist ja nichts Neues, dass wir unterwegs auch mal unsere Pläne ändern. Da oben hängen schon die Wolken in den Baumkronen. Es ist jetzt schon nach 18 Uhr. Die Sonne ist schon am Untergehen. Und wir sind jetzt aktiv auf der Suche nach einem Platz, wo wir uns ausruhen können. Aber das ist gar nicht so einfach. Es ist hier schon entweder steil oder recht dicht zugewachsen. Und wir brauchen zwar nicht viel Platz, aber ein bisschen was schon. Und in erster Linie ist es hier doch viel feuchter als angenommen. Wir dachten, dass dieser Bereich hier eher trocken wird, aber davon ist ehrlich gesagt noch gar nichts zu merken. Naja, wir können nur weitermachen. Im Zweifel müssen wir uns das Kopflicht aufsetzen und immer weitermachen. Weiter, weiter, weiter.
Es ist kurz vor 8. Es ist stockduster. Wir haben jetzt aber eine halbwegs ebene Fläche gefunden. Die soll es dann werden für heute Nacht. Bisher haben wir noch keine Luftfeuchtigkeit. Der Mond scheint, die Wolken sind sehr hoch. Und wir sind auf 1250 Metern Höhe. Das ist auf jeden Fall der höchste Punkt, auf dem wir uns bisher auf der Tour befunden haben. Naja, und hier soll es jetzt sein. Hier werden wir uns heute Nacht ausruhen, damit wir für morgen wieder fit sind. Und trinken jetzt noch einen Tee, wärmen uns auf. Naja, und dann geht es eigentlich auch schon in die Federn, damit der nächste Tag schnell kommt. Bis dahin, ciao, ciao. Guten Morgen. Morgen. Kurz nach 8 und ja, wir haben jetzt hier wieder sehr lange gelegen. 9 Stunden? 9 Stunden, ne? Sogar mehr. Ich glaub, also auch wenn wir viel wach waren, haben wir auf jeden Fall genug geschlafen. Es war sternklare Nacht. Es hat geregnet, wir waren in den Wolken. Wir waren quasi zu faul, gestern unser Tarp aufzubauen, also haben wir uns überlegt, uns einfach in unsere Tyvek-Schlafsackverpackung zu legen. Aber wir waren sofort klitschnass von innen. Wir haben das zu Hause auch getestet, da lief es ein bisschen besser. Wie gesagt, wir haben sie dann wieder ausgezogen, deswegen haben wir alles abgekriegt heute Nacht. Und ja, ich glaube, jetzt ist erstmal Kaffee trinken angesagt. Dann müssen wir mal überlegen, wie es weitergeht. Und damit rein in den Tag. Es ist 9:30. Wir haben alles gepackt, alles ist ready, beziehungsweise heißt es wahrscheinlich richtig, wir haben alle nassen Sachen in unseren Rucksack gepackt und stiefeln jetzt los. Wir haben jetzt mehr als 20 Kilometer, allerdings hier auf ziemlich einfachen Wegen, denken wir zumindest. Und dann sind wir an einer Busstation und der Bus bringt uns zu einer Unterkunft, die wir vor mehreren Tagen gebucht hatten, weil wir doch gedacht haben, naja, es ist wahrscheinlich nicht so schlecht, irgendwann mal vor allem nachdem wir diesen Part der Insel hinter uns haben, vielleicht eine Nacht drinnen zu schlafen. Und es zeigt sich, dass es sehr gut ist, weil wir müssen irgendwie unsere Sachen trocknen. Da können wir heute Nacht nicht drin schlafen, das geht nicht. Und es ist zwar keine Wolke am Himmel, aber die Sonne lässt sich hier im fast Urwald, sage ich mal, auch nicht blicken. Also, dann geht's jetzt los. 500 Meter nach unserem Spot auf dem Weg, auf dem wir gerade laufen, war übrigens ein kleiner Unterstand. Sitzbankmöglichkeit und genug Platz. Da hätten wir theoretisch auch unsere 2 Isomatten reinlegen können. Ach, ärgerlich. Aber so ist das. Wir wissen halt nie, was uns erwartet. Auch nicht, wenn wir uns bestimmte Spots wie gestern den Mirador schon aussuchen. Es kann immer sein, dass das nichts ist. Das gehört dazu. Zum Abenteuer in der Natur. Die Sonne dauert nicht mehr lange. Dann haben wir zumindest knapp den Gipfel des Montana de la Mesa, 1456 Meter erreicht. Und die Sonne wartet schon und wird uns gleich wärmen und das eine oder andere trocknen. Oh, herrlich. So, wir haben 11:25 Uhr, das heißt, wir sind schon eine ganze Zeit unterwegs, haben aber auch erst 5 Kilometer hinter uns. Also, das ist schon wieder hier grenzwertig. Aber es geht auch die ganze Zeit bergauf, wir kommen von da hinten. Und
Also die Kraft ist noch nicht da, ne? Ist auch ein bisschen normal. Aber ich wollte euch ja wieder einweihen in unsere alljährliche Trockensession. Wer auch wandert, draußen schläft, der kennt sowas ja auch. Also hier ist auf jeden Fall das Tarp. Ich denke, das ist mittlerweile schon trocken. Das geht ja hier ratzfatz in 10 Minuten. Dann haben wir hier unsere beiden Tyvex, die wir unten drunter legen. Beide zusammen ergeben eine gute Fläche für uns zum Schlafen. Ja, dann haben wir jetzt hier neu zweimal so Säcke für unsere Schlafsäcke, um nochmal Verwitterung zu schützen von 3 FUL. Ja, noch wenig Erfahrung damit, können wir später mal was zu sagen. Und unsere beiden Schlafsäcke, die richtig nass sind, aber nicht innen drin, und sie haben auch gewärmt, so dementsprechend wieder mal zufrieden. Aber gerade hinten an der Fußbox ist es doch alles sehr, sehr nass. Ja, und da wird gerade Kaffee gemacht. Oder? Ja, brauche ich unbedingt. Ich muss nochmal richtig wach werden. Ja, ich muss auch nochmal wach War werden. zwar schon super anstrengend hier hoch, aber ich bin irgendwie trotzdem kaputt. Die Nacht war auch anstrengend. Ja, man weiß auch nicht, ich hatte das Gefühl heute Nacht, dass es wirklich mal geregnet hat. Also nicht nur Wolkenniesel, also in der Wolke, sondern dass es auch nochmal richtig geregnet aber hat. Kurz nur. Ja, zum Glück. Ansonsten haben wir auch lange genug da gelegen. Wie lange war es jetzt? Wieder 9 Stunden, ne? Ja, nicht sogar 10. Ach, herrlich. Ist ja nicht so, als wenn es nicht geht, ne? Ja, 9, ja. Ja, krass. Echt krass. Also, wir machen jetzt Kaffee oder trinken Kaffee. Bis später. Wir haben wieder gepackt. Gerade saßen wir noch schön in der Sonne. Und jetzt ist alles von den Wolken zugezogen. Und es ist super frisch geworden. Also das geht hier Schlag auf Schlag. Da muss man direkt handeln, sonst wird alles wieder nass. Ein bisschen Wasser mal trocken gekriegt, immerhin. Ja, also so geht das hier die ganze Zeit. Hier auch. Ich habe jetzt nur mal schnell das Telefon ausgepackt, um mal zumindest irgendwas zu filmen, weil eigentlich muss man sich die ganze Zeit an irgendwas festhalten, irgendwas zur Seite drücken oder was weiß ich machen. Hauptsache man fällt nicht runter. Nee, Spaß beiseite. Also geht weiter, aber ja, genau, darf anders sein. Aus dem Berg sind wir gerade rausgekommen. Kleine Durchschlageübung, so kann man es wirklich nennen. Und jetzt haben wir hier noch so einen breiteren Weg gefunden, auf den wechseln wir jetzt. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Da oben ist durch den Sturm und durch den Brand vor ein paar Jahren einfach der Weg viel zu zerstört. Und wie gesagt, das ist eine Durchschlageübung. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf diesem Weg erstmal weiter. Und dann... Ja, wir sind da. Genau, und jetzt gehen wir nicht die pinke Linie weiter, sondern die schwarze Linie weiter. Und die folgt dann hier auf den nächsten Forstweg und der bringt uns erstmal hier auch ein ganzes Stück weiter. Und dann sehen wir mal weiter. Ja, ist also Stück für Stück weiterhangeln. Es ist immer noch sehr mystisch. Also sehr, sehr neblig. Es tropft auch von den Bäumen. Und sagen, weiter geht's. Nachdem wir heute unsere ursprüngliche Route
irgendwann vor einigen Stunden verlassen haben, sind wir gerade wieder drauf gestoßen und haben sie jetzt aber wieder verlassen, weil wir absteigen in ein kleines Dorf und da hoffen wir darauf, den Bus zu bekommen, der uns zu unserer Unterkunft fährt. Ist ein bisschen umständlich, war jetzt aber anders nicht möglich. Das heißt, die Daumen sind gedrückt, dass wir den Bus kriegen. In einer Stunde fährt der. Und dann war es das auch mit dem Tag. Also, der war gefühlt unglaublich lang. Dann ist uns gerade noch eine Softbottle geplatzt. Rucksack nass. Also, es ist irgendwie der Wurm drin. Ich sag's euch. Ja, jetzt sind wir erstmal optimistisch, dass der restliche Tag gut verläuft. Und dann sieht morgen die Welt hoffentlich auch direkt wieder besser aus. Wir sind jetzt relativ umständlich in unserer Location für die Nacht angekommen. Und zwar sind wir im Finale mit dem Taxi gefahren für nicht ganz 30 €. Das haben wir von so einem Restaurant aus rufen dürfen. Da wir den Bus verpasst haben. Wir waren 20, 30 Minuten zu spät dran. Und ja, deswegen haben wir den Weg gewählt. So, jetzt sind wir auf jeden Fall da. Ich weiß noch nicht mal, wie der Ort heißt. Das blenden wir mal ein. Und ihr fragt euch sicher, warum läuft das Wasser? Man hat uns gerade gesagt, dass wir das Wasser laufen lassen sollen. Ungefähr 10 Minuten, vielleicht ein bisschen länger, bis warmes Wasser kommt. Und dann ist auch alles in Ordnung. Die Heizung da vorne, die läuft auch schon. Dann soll es ja auch warm hier drin werden. Und ja, hier liegen auch schon in Sekundenschnelle alles zum Trocknen bereit. Weil es ist doch dann recht feucht. Wir konnten ja in der Sonne einiges heute trocknen. Und das hat auch wirklich was gebracht. Aber jetzt muss es noch mal ein bisschen durchtrocknen. Jetzt gehen wir noch mal vor die Tür, was zu essen organisieren. Und dann, ja, vielleicht melden wir uns noch mal. Es war wirklich kalt in unserer Unterkunft. Selbst das Kaminfeuer hat eine ganze Zeit gebraucht, uns zu wärmen. Die warme Dusche war zumindest mal grandios. Jetzt brauchen wir nur noch einen Bus, der uns morgen wieder auf den Trail bringt. Wir sind schon sehr gespannt, wie es für uns in den nächsten Tagen weitergehen wird. Der nächste Sturm rollt bereits schon auf die Insel zu. Sind die Wege trotz Schnee begehbar und werden die kommenden Nächte wieder erwartend nass? Vergiss nicht, einen Daumen nach oben dazulassen und wenn auch du das Abenteuer suchst, abonniere gerne den Kanal, dann sehen wir uns hier zur nächsten Episode wieder.